Was eine Nasenkorrektur ohne OP ist, das ist ein Eingriff, ohne dass man einen Schnitt machen muss. Man hat keine Narbe. Das ist absoluter Trend, eine Nase, also kleine Unebenheiten oder auch einen kleinen Höcker der Nase mit konservativen Mitteln zu behandeln, weil man einfach keine Narben hat. Man muss das Gerüst der Nase nicht zerstören, man hat keine Ausfallzeiten und man kann es eigentlich sofort machen, wenn der Patient da ist. Man verwendet dafür hauptsächlich Hyaluronsäure oder man kann auch mit Fäden die Nase zum Beispiel auch anheben. Die zu behandelnden Regionen konservativ, also ohne OP bei einer Nase, sind mannigfältig, also viele. Man kann einmal den Nasensteg, das ist dieses hier, behandeln. Man kann die Nasenspitze leicht anheben. Man kann zum Beispiel auch sehr gut Nasenhöcker, kann man begradigen. Die Frage, wie so ein Eingriff einer nicht operativen Nasenkorrektur abläuft, ist folgendermaßen: Die Patienten kommen, man geht in den ganz normalen Behandlungsraum, man kann mit so Betäubungscreme arbeiten, aber meistens ist die Betäubungsmittel, die Substanzen sind schon in der Hyaluronsäure enthalten, sodass man direkt loslegen kann und dem Patienten die Hyaluronsäure, wenn man es mit Hyaluronsäure macht, spritzen kann. Die Frage nach einer Nachsorge, eigentlich muss der Patient nichts beachten. Ich sage immer nur, bitte 3 Tage kein Leistungssport, dass es keine extremen Schwellungen gibt. Wenn der Patient an einer oder anderen Stelle empfindet, dass es etwas zu viel ist, kann man das noch die ersten Stunden ganz gut manuell verdrücken oder auch wegdrücken. Risiken bei einer konservativen Nasenkorrektur sind gegeben. Gerade HNO-Ärzte warnen davor, wir haben es noch nicht hier gesehen, aber HNO-Ärzte warnen davor, dass man Gefäße treffen kann. Wie bei jeder Hyaluronsäurebehandlung, auch im Mundbereich kann man Gefäße treffen und die dann eben auch Nekrosen, also Untergang von Gewebe im Schleimhautbereich oder in der Haut hervorrufen können. Die Langfristigkeit, wie lange das Ergebnis hält, kann ich nur sagen, dass es bei der Nase meistens mit Hyaluronsäure nicht so lange hält. Wenn man Radies, das ist ein Hydroxylapatit, verwendet, sind die Ergebnisse langfristiger. Bei Hyaluronsäure circa 6 Monate, sage ich vielleicht 4 bis 6 Monate. Bei Radies kann das Ergebnis schon mal gut 1 Jahr halten. Nasenkorrekturen ohne Operation werden bisher nicht von den Krankenkassen übernommen. Die Kosten für eine Nasen-OP oder Nasenkorrektur ohne OP fangen bei Hyaluronsäure 400 € netto an, bei Radies 500 € netto und wenn man mit Fäden arbeitet, bei 600 € netto.